Hallo, heute ist Freitag, der 25. Juni 2021. Das Thema des heutigen Videos ist eigentlich ein absoluter Klassiker, so für Transkreise, also zumindest für transmaskuline Kreise, nämlich das Abbinden der Brust oder Binder oder Brustabbinden, naja, eben das Flachmachen des Oberkörpers. Alles, was ich so beobachtet habe, ist das so das mit Abstand am weitesten verbreitete Hilfsmittel, was transmaskuline Leute so benutzen oder was Transmänner auch so benutzen und über das so ziemlich jeder Trans-YouTuber auch schon mal gesprochen hat. Deswegen dachte ich mir bisher immer, muss ich jetzt nicht als 234. YouTuber auch noch was dazu sagen und habe das Thema selbst bisher immer noch gar nicht angesprochen, ehrlich gesagt. Und für mich selbst ist es ja jetzt auch seit 3 Jahren kein Thema mehr, weil ich ja die Mastektomie hatte. Aber ich habe jetzt doch mal eine Sache, die ich besprechen kann, nämlich einen Tipp oder naja, vielleicht etwas, was euch helfen könnte. Und zwar, als ich noch selbst Brustbinder getragen habe, da kam es manchmal vor, dass ich so starke Schmerzen hatte. Und zwar vorne an der Brust, nicht direkt am Brustbein in der Mitte, sondern so leicht konzentrisch. Und zwar, ich weiß gar nicht welche Seite, ich glaube hier die linke Seite, wo das Herz ist, immer hier auf dieser Seite und immer relativ punktuell an einer bestimmten Stelle. Also nicht so die komplette linke Körperhälfte hat geschmerzt, sondern nur so ein bestimmter Punkt irgendwo. Aber das auch relativ stechend und relativ stark und den ganzen Tag über konstant. Und die Schmerzen wurden besonders stark, wenn ich eingeatmet habe. Und damals hatte ich, als ich das noch nicht gewusst habe, habe ich mich gefragt, na nü, was ist denn jetzt los? Habe ich irgendwie Asthma oder irgendwelche Geschichten? Und dann habe ich tatsächlich mal was ausprobiert und das möchte ich euch heute auch mal zeigen, weil vielleicht betrifft es euch auch. Ich habe nämlich einfach eine kleine Übung gemacht. Und zwar nehmt ihr euch ein Kissen und dann legt ihr euch rücklings auf dieses Kissen drauf, sodass der Oberkörper leicht erhöht ist. Und dann streckt ihr die Arme in beide Richtungen so senkrecht aus, sodass ihr aussieht wie ein großes T. Und dann bleibt ihr einfach mal so eine Weile liegen und atmet richtig schön tief ein und aus. Und wenn ihr das macht, oder wenn ich das früher gemacht habe, dann kam es halt immer irgendwann vor, dass es Knack gemacht hat, vorne an meinem Brustbein. Und dann hat sich irgendwas, was auch immer da eingeklemmt war, das hat sich dann wieder eingerenkt. Was passiert, ist halt relativ naheliegend. Der Körper wird den ganzen Tag, also der Oberkörper wird den ganzen Tag so zusammengedrückt durch den Brustbinder und was auch immer da so drinne ist zwischen den Rippen, Muskeln, Nerven oder whatever, das wird irgendwie eingeklemmt. Und dann tut's weh. Und wenn ihr euch so hinlegt und ausstreckt und noch richtig tief einatmet, dann kann sich das, was auch immer da drin ist, so richtig schön ausbreiten und wieder einrenken. Ja. Und wenn ich das dann so, ich habe das immer beim Einschlafen gemacht, habe mich immer erstmal so eine Weile hingelegt und dieses Überstrecken ist eben auch besonders gut. Und dann hat das ab und zu mal geknackt und am nächsten Tag waren die Schmerzen tatsächlich weg. Ja, dann waren die Schmerzen weg. Punkt. Also falls ihr auch solche Schmerzen haben solltet und das überhaupt nicht euch erklären könnt, woher das kommen könnte, versucht die Übung doch mal. Ihr seht ja offensichtlich, man braucht nicht besonders viel. Vielleicht hilft's und wenn es nicht hilft, naja, dann habt ihr wenigstens auch kein Geld ausgegeben, unnötigerweise. Mir hat's jedenfalls geholfen. Nichtsdestotrotz will ich jetzt noch die Zeit nutzen, um meine übliche Moralpredigt abzuhalten, die aus irgendeinem Grund jeder Trans-YouTuber abhält, wenn es um das Thema Binden geht. Also das muss so ein Gen sein, sorry. Ich glaube, wir Trans-Daddies, wir versuchen immer der nachfolgenden Generation unser Wissen weiterzugeben, damit sie nicht dieselben Fehler machen, die wir so vielleicht gemacht haben. Obwohl das meistens sowieso nichts nützt. Wir wollen euch nur beschützen. Seht's mir nach, das mache ich jetzt auch. Und zwar noch besser als einen eingerenkten Muskel wieder auszurenken oder andersrum, ist es, wenn der Muskel gar nicht erst eingerenkt werden muss, weil ihr richtig abgebunden habt. Deswegen bitte kauft euch vernünftige Binder, welche die elastisch sind. Nichts, was irgendwie fix ist und nicht mitgehen kann, wenn ihr atmet. Ansonsten habt ihr nicht nur einen eingeklemmten Muskel, sondern dann habt ihr noch ganz andere Probleme. Zu meiner Zeit war damals Underworks der heißeste Scheiß.
Das jedenfalls sind Underworks Binder, die bestehen im Prinzip aus puren Kunstfasern, Elastan und Spandex oder sowas. Aber inzwischen habe ich schon mitgekriegt, gibt es irgendwie schon ganz andere Marken, die gab es damals noch gar nicht, GC2B oder sowas, die auch sehr schön anatomisch angepasst sind. Kosten etwas mehr natürlich, aber sind dafür auch sicher. Ansonsten kann man auch Sport-BHs nehmen und einfach eine Größe kleiner kaufen. Auch das geht. Ja, und selbst wenn ihr alles richtig, also vernünftige Binder kauft und die auch ja in der richtigen Größe kauft und tragt, nichtsdestotrotz, es ist nun mal ein enges Material, was die Aufgabe hat, die Brust abzubinden. Dafür muss es eng sein und dafür schnürt es eben den Oberkörper auch zwangsläufig nun mal ein. Und das kann auf Dauer nicht gesund sein. Also ich blende euch mal kurz ein paar Clips ein, wie es damals bei mir ausgesehen hat. Und das waren wirklich richtige Binder und auch richtig für meine Größe. Trotzdem seht ihr, wie das eingeschnitten hat. Und ich hatte auch an den Armen manchmal so Blutergüsse oder irgendwie solche Striemen. Also versucht es bitte, 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 ich weiß, es ist schwierig, aber versucht die Tragezeit dieser Binder so klein, so kurz wie möglich zu halten einfach. Wenn ihr nach Hause kommt, dass ihr dann irgendwas anderes drüber zieht. Zumindest so gut wie es geht. Ich weiß, es ist immer so ein Abwägen und man trägt das ja auch nicht aus Spaß. Ihr habt nun mal nur diese Gesundheit und falls es euch vielleicht als Motivation noch helfen sollte, wenn ihr die Mastektomie machen wollt, dann ist eine Brust, die die ganze Zeit heftig und stark abgebunden worden ist, die ist dann so dünn und so vernarbt, haben die Operateure gesagt, dass man mit denen keine gute Mastektomie machen kann. Das ist dann schwierig, die Haut dann zu vernähen. Also wenn ihr dann auch ein gutes Ergebnis haben wollt, ne, auch dann solltet ihr möglichst sanft abbinden und es nicht übertreiben. Vielleicht noch so als kleine Anregung und als kleine Motivation, eure Gesundheit so nebenbei noch ein bisschen mit zu retten. Gut, das war's auch schon. Das war der kleine Tipp, den ich euch geben wollte. Vielleicht hilft es euch ja, falls ihr auch unter mysteriösen Brustschmerzen leiden solltet. Ich bleibe ansonsten noch ein bisschen liegen und mit diesem fantastischen Ausblick in meine Nasenlöcher verbleibe ich euch mit eingerenkten Grüßen. Euer Kater Schnurz.